Es ist unmöglich zu verstehen, was Menschen dazu bewegt, ihre Kinder allein zu lassen. Einige führen Armut als Grund an, andere haben Angst vor der Verurteilung durch Verwandte. Manche glauben, sie seien in einer ausweglosen Situation. Eines ist sicher, für solch ein Verhalten gibt es keine Entschuldigung, aber es ist nicht unsere Aufgabe, sie zu verurteilen. Unsere heutige Geschichte handelt von einem verlassenen Neugeborenen und endete gut, dank der Sensibilität und Aufmerksamkeit eines wunderbaren Wesens namens George. Dieser schreckliche Vorfall ereignete sich im Elizabeth Park. An diesem Tag ging die 63-jährige Rentnerin Charles Lane mit ihrem Hund George spazieren, ohne zu wissen warum. Irgendwie führten unbekannte Kräfte sie nach Hause, sie bog von ihrem gewohnten Weg ab und ging in eine völlig andere Richtung. Charles konnte nicht erklären, was sie dazu brachte, einen anderen Weg zu wählen. Es war ein echtes Wunder. Plötzlich rannte ihr Haustier voraus, als hätte es etwas gesehen oder gehört. Als es zu einer Betonplatte kam, die ein Loch im Abflussrohr verdeckte, hielt George an und begann heftig zu bellen. Er war offensichtlich nervös und verhielt sich ungewöhnlich. Charles ging näher und erkannte sofort den Grund für sein Verhalten. Aus dem Betonblock war ein klägliches Piepen zu hören. Zuerst dachte die Frau, eine Katze sei in das Abflussrohr gefallen und könne nicht herauskommen. Einen Moment später überkam sie ein Schauer. Sie erkannte, dass es das Weinen eines menschlichen Kindes war. Es war niemand in der Nähe. Woher kam das Kind? Die Frau versuchte, die Platte selbst zu bewegen, aber ohne Erfolg. Nachdem sie die Situation bewertet hatte und erkannte, dass die Zeit drängte, rannte die Frau zur nächsten Straße. Sie versuchte, vorbeifahrende Autos anzuhalten, aber niemand hielt an. Schließlich hatte sie Glück, ein Auto hielt an. Am Steuer saß ein Mann namens Corny Williams. Charles erklärte ihm schnell die Situation, und sie rannten gemeinsam zu dem Ort, von dem das Weinen des Kindes kam. Corny versuchte, die Platte selbst zu bewegen, aber alle seine Versuche waren vergeblich. Dann erinnerte er sich, dass sich in seinem Kofferraum ein Brecheisen befand. Der Mann lief schnell danach und zusammen mit Charles konnten sie schließlich die schwere Betonplatte bewegen. Als das Sonnenlicht auf den Grund der Grube fiel, sahen sie ein kleines Kind auf dem Boden neben dem Abflussrohr. Das Kind weinte sehr stark, aber es klang mehr nach einem Keuchen, weil ihm mit jedem Moment die Kräfte schwanden. Bevor Corny das Baby in die Arme nahm, machte er einige Fotos von diesem schrecklichen Fund. Der Mann wusste, dass diese Fotos bei weiteren Ermittlungen nützlich sein könnten. Sofort danach zog er seine Jacke aus, wickelte das Kind vorsichtig darin ein und kletterte aus der Grube. Ein weiteres Wunder in dieser Geschichte war, dass der gesamte Boden der Grube buchstäblich von roten Ameisen übersät war, die sich in den Körper des Mannes gruben und ihn bissen, während er unten war. Aber keine einzige Ameise berührte das Kind, als hätten sogar die Insekten Mitgefühl für das unglückliche Wesen empfunden und verstanden, dass das Baby gerade um sein Leben kämpfte. Charles rief einen Krankenwagen, der sehr schnell eintraf. Nach einer ersten Untersuchung wurde beschlossen, das Mädchen sehr dringend auf die Intensivstation der nächstgelegenen Klinik zu transportieren. Bei dem Neugeborenen wurde eine starke Unterkühlung und Atemprobleme diagnostiziert, aber insgesamt war es vollkommen gesund und hatte alle Chancen zu überleben. Das war das dritte Wunder in dieser Geschichte. Es ist unklar, wie lange das Baby im Dunkeln und in der Kälte unter der Erde war, umgeben von roten Ameisen, aber es blieb fast unversehrt. Das Mädchen wurde Grace April genannt. Nach einigen Tagen auf der Intensivstation wurde sie auf die Neugeborenenstation verlegt. Wer solch eine Grausamkeit verüben konnte, bleibt bis heute ein Rätsel. Die Ermittlungen dauern an, aber es gibt noch keine Ergebnisse. Wie das Kind unter die Betonplatte gelangte, ist ebenfalls unbekannt. In dieser Geschichte gibt es viele Fragen und wenige Antworten. Der Held war der mutige Hund George, der das schwache Piepen des kleinen Mädchens hörte, sie fand und seine Besitzerin um Hilfe rief. Es ist großartig, dass es unter uns so sensible und treue Wesen wie Hunde gibt. Im Vergleich zu einigen monströsen Taten von Menschen kann man mit Sicherheit sagen, dass Tiere manchmal humaner handeln. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.